heutigen Video wird eine Steckvase hergestellt. Beim Gewicht sind wir ungefähr bei 300 Gramm Ton, 320 so. Ich glaube, es ist nicht wichtig. Es kommt wirklich darauf an, wie groß ihr die Vase machen möchtet. Da es eine Vase ist, die man von innen nicht mehr sieht, kommt es nicht ganz so auf die Bodenkante an. Und achtet vielleicht auch darauf, dass ihr zumindest oben die Wandung nicht zu dünn zieht, denn beim Zusammenfassen von Ton ist es sehr schwer, wenn der Ton zu dünn ist am oberen Rand. Wenn ich jetzt den Kammschienenzug mache, dann schiebe ich eigentlich hier schon mit der Kante unten etwas hinein und verkleinere den Boden. Wie gesagt, die Bodenkante sieht niemand am Ende, da kann man das schon mal machen. Bevor ihr zudreht, muss natürlich das Wasser rausgemacht werden. Und dann machen wir hier oben nass. Nicht zu langsam. Ich nehme zum Verjüngen beide Hände. Ich zeige es euch nachher nochmal aus einer anderen Richtung. Und wie gesagt, bei hoher Geschwindigkeit immer Stück für Stück. Und zwischen dem rechten Zeige- und Mittelfinger fasse ich eigentlich den Ton am meisten an. In der Mitte könnt ihr ein Loch lassen und auch hier mit der Schiene, wenn ihr dann von oben etwas drückt, bekommt ihr das Loch auch noch mal etwas kleiner. Aber das ist nicht so entscheidend. Eine Steckvase kann in der Mitte durchaus auch ein größeres Loch haben. Und dann sind wir eigentlich mit dieser Kugel schon fertig. Schauen wir jetzt nochmal auf die zwei entscheidenden Stellen beim Drehen. Zum einen hier das Kleinermachen vom Boden. Ich schiebe einfach mit dem unteren Teil der Schiene nach innen. Es wird eine geschlossene Vase. Niemand sieht es mehr, dass die Bodenkante vielleicht nicht korrekt ist. Also geht das wirklich schön schnell. Und oben das Zusammenfassen ist wahrscheinlich das Schwierigste. Wichtig ist, dass es nass ist und dass die Geschwindigkeit nicht zu gering ist. Die linke Hand unterstützt es allumfassend und die rechte Hand benutzt wirklich den kompletten Bereich zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, wie ich eben gerade gezeigt habe. Oben der Rand, der wackelt immer etwas. Lasst euch nicht verrückt machen, beim Verjüngen passiert es. Man könnte es mit der Nadel abschneiden, aber wenn es nicht weiter stört, dann zieht es durch. Und immer der ganze Bereich zwischen rechten Zeigefinger und Mittelfinger. Am Ende macht ihr das noch etwas gefällig und könnt hier mit der Schiene durchaus auch mit Druck von oben das Loch nochmal verkleinern. Schaut nochmal von der Seite, dass es eine gefällige Kugel ergibt. Und dann ist eigentlich diese schwierige Phase geschafft.
Am nächsten Tag ist alles etwas lederhart schon und ich kann die Löcher hinzufügen. Ich nehme diese handelsüblichen Lochbohrer, habe hier auf meiner Scheibe jeweils 72 Grad eingezeichnet, damit ich 5 zackige Sterne machen kann. Welches Muster ihr macht, das ist natürlich euch überlassen. Wahrscheinlich habt ihr da mehr Fantasie, aber mir hilft es, wenn ich eine Vorlage habe und mache alle gleich. Die Reststücken, die ihr hier ausstecht, macht nicht in euer Wasser, sondern lasst die besser komplett zurücktrocknen und fügt sie dann Wasser hinzu, dann lösen die sich prima auf und ihr habt keine Klumpen im Resttum. Wieder etwas später, jetzt ist es schon sehr weit getrocknet. Ich könnte hier unten alles mit dem Schwamm glätten, aber ich habe mich daran gewöhnt, hier dieses Messer zu nehmen mit so einer gerundeten Spitze und schnitze regelrecht hier meine Glasurkante etwas größer. Und die jetzt dadurch entstandene scharfe Kante, die breche ich einfach schnell mit dem Finger. Oben die Löcher verputzen, habt ihr 2 Chancen, entweder so mit dem Schwamm, aber dann schiebt ihr immer etwas Ton in das Loch hinein und das gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich mit solch einem spitzen Messer hier einfach die Kante breche, indem ich Messer und Vase etwas bewege, komme ich jedes Mal auch einmal komplett rum. Und wenn man das etwas geübt hat, geht das relativ schnell. Und ich bin der Meinung, dass es am Ende wirklich gefälliger aussieht. Das ist alles nur eine Übungssache. Wenn in der Mitte das rund ist, dann könnt ihr es einfach so lassen. Ansonsten vielleicht mit einem ganz großen Bohrer die unebenen Ränder abändern. Beim Glasieren ist es, wie gesagt, wichtig, dass ihr nichts kaputt macht. Mit solch einer Zange wird es schwierig, das wieder abzustellen, deswegen glasiere ich die mit dem Finger. Seitlich eintauchen, dass die Vase sofort voll läuft und jetzt nicht gefüllt rausheben, sondern gleich die Glasur wieder auslaufen lassen, damit die gefüllte Vase nicht über Hebelwirkung hier oben zerbricht. Wenn das Loch etwas zu groß ist, dann nehme ich mal 2 Finger, aber die Technik bleibt gleich. Seitlich rein, volllaufen lassen und wieder ausschütten. Boden weg, um 1,5 Gramm Glasur zu sparen. Aha. Ja, dann wischen wir unten noch den Fuß frei und dann kommt es in den Ofen bei 1280 Grad bei mir. Viel Platz und hinein damit. Einen Tag später ist die Vase fertig. Und so kann sie aussehen. Ich habe natürlich nicht alles voll mit Blumen gesteckt.